Heute zeige ich euch mal eine spätsommerliche bzw. herbstliche Dekoidee mit einem Hortensienkranz. Allerdings wird mein Kranz auch noch kombiniert werden, und zwar mit Lavendel und mit dieser kriechenden Fetthenne. So, ich habe jetzt hier einen 2 mm starken Aluminiumdraht und den lege ich mir jetzt hier mal zunächst um mein Glas drumherum, ne, damit der Kranz auch nachher um das Glas halt, ja, ich sag mal, drumherum passt. Ich lasse jetzt hier auch noch mal ein Stück Reserve dran. Mal eben hier auseinanderfriemeln. Ja, lieber ein bisschen zu viel haben als zu wenig. Zack, schneiden wir mal ab. Genau, Fall runter. Egal. Das kann man eben dahin. Die Drahtschere legen wir auch mal beiseite. So, eben hier nochmal Lucky. Na, ich hänge schon fest an meinem Draht. Ach, ich wollte euch auch noch sagen, wie groß mein Glas ist. So in etwa Durchmesser 16 cm und die Höhe so 22 cm. Draht ist wieder am Start. Ich mache das jetzt hier nicht, ich sag mal, super stramm hier um das Glas drumherum. Ich lasse das noch ein bisschen, ich sag mal, lockerer, aber nur so ein bisschen. Jetzt wickel ich den Anfang des Drahtes hier mal drumherum und auch das Ende gleich, damit er nicht auseinander flutscht. Das hier lasse ich jetzt so hervorschauen. Ihr werdet nachher sehen, warum. Und dann wickeln wir das hier auch einmal drumherum. So, lassen wir auch mal hervorlugen. Ja, obwohl einmal mache ich hier nochmal drumherum. Nochmal eben hier überprüfen, ob das gleich... Ja, ich habe es schon einen Tacken zu groß, zu klein, so rum. Ich muss das hier eben nochmal lösen. So, den Ring aus dem Aluminiumdraht habe ich nun soweit fertig und in meinem Fall passt da noch ein Finger dazwischen. So, und dann werde ich jetzt als nächstes an irgendeiner Stelle mal diesen feinen Bindedraht befestigen, beziehungsweise einige kennen den auch unter dem Namen Schmuckdraht. Ist jetzt erstmal egal, an welcher Stelle ihr den dran macht. Ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Knoten hinein. Was man jetzt machen könnte, damit das hier an dieser Stelle nachher nicht so hin und her rutscht. Ihr wickelt mit dem Aluminiumdraht hier mal komplett drumherum. Aber wisst ihr was, ich mache das jetzt auch. Da ich Rechtshänder bin, wickel ich hier an dieser Seite entlang, also zu meiner linken. Hier, wo jetzt schon Draht drumherum ist, da mache ich das jetzt hier wirklich nur so einmal ganz grob drumherum. Das ist jetzt egal. Da sollte das eigentlich nicht mehr hin und her rutschen. So, machen wir mal hier einmal so locker flockig. Könnt ihr auch ein bisschen gröber machen. Warum wickelt der Kollege sich gerade nicht ab? Ah, okay. Boah, ich dachte gerade, das kann mal weg. Das ist immer ätzend, wenn dieser Schmuckdraht sich nicht gescheit abwickelt oder allgemein Bindedraht. Dann hat man immer richtig schön Spaß. Wirklich hier nur so, wie bereits erwähnt, einmal grob drumherum. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das nicht. Ich hatte das bei einem Kranz mit Allium. Da habe ich das nicht gemacht. Dann verrutscht es zwar die ganze Zeit so hin und her, aber man kann das Ganze dann auch wieder einfach justieren. Ist dann auch nicht so wild, sage ich jetzt einfach mal. Dann ist es halt ein bisschen friemeliger. Und mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen. Fangt mal vorzugsweise nicht an den Stellen an, wo dieser Draht hier noch hervorlugt. Dann hat man es auch ein bisschen einfacher. Ist mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen. So, okay. Ja, und jetzt muss ich mir hier mein Grün zurechtschneiden, beziehungsweise die Hortensien. Auch die Fetthenne und das Schleierkraut. Ich mache das hier einfach mal so bei den Hortensien. Die Stiele lasse ich da jetzt dran. So. Und dann mache ich mir jetzt hier mal ein kleines Sträußchen. Hortensie ist am Start. Kommt die Fetthenne hinzu. Ich denke, ich werde immer so zweimal Fetthenne nehmen. Einmal halt Hortensie. Vielleicht 2-3 Mal Lavendel. Eben Lucky. So. Jetzt überprüfe ich das Ganze mal, wenn hier wieder eine Hortensie halt drüber kommt, dass man gleich natürlich auch noch den Lavendel sehen kann. Also wie gesagt, ich nehme so zweimal Hortensie, zweimal Fetthenne, dann halt die Hortensie als allererstes. Aber stellenweise nehme ich auch nur mal einmal Fetthenne oder 3-mal Fetthenne oder dann halt 3-mal Lavendel, dass das halt auch stellenweise, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen, dann so ungerade ist. Die langen Stiele vom Lavendel schneide ich jetzt mal ab, dass das hier in etwa, ich sag mal, alles so einigermaßen gleichmäßig abschließt. Wer jetzt noch wissen möchte, wie lang das hier ist,
So, sagen wir mal, so, ich sag mal so grob 7 cm, so an die 7 cm. So, hier ist der Bindedraht. Bündel ist am Start. Und das wird jetzt mit dem feinen Bindedraht zweimal festgewickelt werden. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Beim Bindedraht ein bisschen aufpassen, dass ihr den nicht zu stramm zieht. Der kann gut und gerne auch mal einreißen. Ne? Da ein bisschen aufpassen. So, eben justieren. Nehme ich mal wieder eine Hortensie. Aber ihr seht schon, trotz des Drumherumwickelns, es verrutscht ein bisschen. Aber dann halt so hin und her schuckeln. Ist überhaupt kein Problem. Genau, Reiß kaputt, Pinky. Wisst ihr was? Ich gehe 3-mal drumherum. Ich habe gerade selber gemerkt, es wollte schon abgehen. Ich habe ja auch ein bisschen zu viel abgewickelt. Ja, jetzt geht es hier wieder los, ne? Also, Hortensie. Fetthenne. Bei der Fetthenne kann man die Blättchen vorher mal abzupfen. Stellenweise sind die jetzt leider bei mir schon von alleine abgeflogen. Keine Ahnung weshalb. Das war jetzt auch Fetthenne, die ich gekauft hatte vor, ich weiß gar nicht mehr, ich sag mal vor einem Monat. Und da fallen jetzt die ganzen Blätter ab. Ich habe keine Ahnung warum. Die steht so wie die anderen auch im Garten, die ich noch von vor ein paar Jahren habe. Zweites Bündel habe ich fertig und lege das jetzt hier überlappend auf das erste. So, Bindedraht, also wie gesagt, besser 3-mal drumherum, hält dann noch besser. Und ihr könnt aber auch den dickeren Bindedraht verwenden. Ich zeige den mal, wo haben wir denn mal hier einen? Der hier, der würde auch gehen, aber ich wollte jetzt mal vorzugsweise mit dem feineren arbeiten. Hat auch den Vorteil, dass der Kranz nachher nicht zu dick wird. Weil der Worst Case wäre jetzt für mich, das passt hier gleich nicht mehr am Glas, kann ich ja jetzt schon mal erwähnen. Machen wir mal wieder hier so ein kleines Sträußchen fertig. Nehme ich mal 3-mal Fetthenne, dann nur 1-mal Lavendel. Ja, und das Ganze dann so lange machen, bis es halt komplett gleich bedeckt ist. Ach, 1-mal Lavendel sieht so traurig aus, ne? Ich mache immer 1-mal, 2-mal, 3-mal. Hä? Was habe ich jetzt gesagt? Quatsch. Ich mache immer 2-mal Minimum Lavendel. Auch wieder überlappend und festwickeln. Aber ich denke, ich werde jetzt mal an dieser Stelle auch mal für euch den Zeitraffer reinhauen. Da kann man jetzt eigentlich nichts mehr erzählen. Den Abschluss des Kranzes, den zeige ich euch gleich aber nochmal separat, so rum. Ich glaube, ich habe gerade 4-mal drumherum gewickelt. Egal, soll ja halten. So, ich zeige euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Der ist leider immer so ein bisschen friemelig. Ich glaube, den nehmen wir hier zum Schluss. Ich muss jetzt noch 2-mal grün einarbeiten. Wie gesagt, der ist jetzt leider ein bisschen friemelig, der Abschluss. Im Zweifel sonst einfach auch mal zu zweit machen. Ich mache mir jetzt hier mal eben mein letztes Bündel zurecht. Boah, mich nervt hier die ganze Zeit so ein dicker Brummer. Ich weiß nicht, ob ihr den im Video überhaupt hören könnt, aber naja, mich ärgert er hier gerade ein bisschen. Und zwar wird jetzt der Anfang des Kranzes, also hier, immer so ein bisschen angehoben werden. Und das letzte Grün wird hier so drunter geschoben. Na, wie gesagt, das ist ein bisschen friemelig. Ich brauche aber jetzt wahrscheinlich noch 2-mal grün. Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt hatte. Das sind in meinem Fall sind das alles Bauernhortensien. Bei den Bauernhortensien immer darauf achten, dass ihr die nicht zu lang abschneidet. Also dass der Stiel halt mega lang ist bei den Bauernhortensien. Weil ansonsten schneidet ihr leider die Blüten für das nächste Jahr ab. Fällt hier gerade ab? Ah, nee, doch nicht. Ne, wie gesagt, nicht zu lang abschneiden. Oh, ist doch hier rausgeplumpst. Ja, ist egal. Ich habe die wirklich ganz, ganz knapp oberhalb des letzten Blattpaars abgeschnitten. Wenn das nicht gehen sollte, hier sind manchmal auch so ganz, ganz kleine Blättchen dran, ist auch noch okay.
Aber wie gesagt, halt nicht zu extrem lang abschneiden. So, mal eben gucken von der Dichte her. Ja, das ist okay. Dann nehmen wir jetzt hier mal die ganzen Reste. Hier haben wir noch ein bisschen kriechende Fetthenne. Mal gucken, ob es dran bleibt. Aber hier sieht man, ne, die Blätter fallen alle ab. Ich habe keine Ahnung, warum. Die im Topf, die sind zum Glück okay. Aber die im Gartenboden, also die sind echt am Rumstenkern. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich muss auch zugeben, als ich die gepflanzt hatte im Garten, die ich da halt noch hatte, die machten auf mich jetzt auch keinen super genialen Eindruck. Da muss ich mich total verkauft haben. Also immer Augen auf, wenn man halt Pflanzen kauft. So, ich hebe das jetzt an. Mal eben gucken mit der Dichte. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Lavendel. Wenn ich hier schon einarbeite, dann auch alles. Ja, wie bereits gesagt, ne, das ist halt jetzt wirklich ein bisschen friemelig. Das ist im Übrigen auch normal, dass beim Lavendel auch mal was abrieselt. So. Jetzt halte ich das hier mal auseinander, den Anfang und das Ende. Ich muss jetzt natürlich auch darauf achten, dass ich die Hortensienblüten jetzt hier nicht volle Pulle mit festwickel. Und lasst euch einfach helfen. Ich hatte auch erst darüber nachgedacht, den Aluminiumdraht erstmal so auseinander zu lassen und den halt dann zum Schluss zusammenzunehmen. Aber nö, hatte ich keine Lust dran. Ich wickel jetzt hier auch nur noch zweimal drumherum. Keine Sorge, das kann man hier gleich zusammenschieben. Ich glaube, ich gehe doch dreimal drumherum, das will jetzt schon wieder auseinander. So, eben stramm ziehen. Lucky, lucky. Es dauert halt wirklich dann einen Moment. Aber mit Ruhe und Geduld einfach machen. Aber wenigstens ist mir dieses Mal der Aluminiumdraht nicht gerissen. Ich glaube, bei dem Video mit dem Allium war das. Ich schneide den jetzt schon mal ab. Ich nehme immer so eine ganz alte Drahtschere. Man kann jetzt auch zum Abschneiden des Drahtes auch einfach mal wirklich eine ganz, ganz alte Küchenschere nehmen. Aber im besten Fall nehmt ihr dann eine Drahtschere. So, das wird jetzt hier an dem bereits dran gewickelten Draht mal befestigt werden. Wieder aufpassen, ne? Nicht zu feste ziehen. Jetzt gerade so am Abschluss des Kranzes wäre das jetzt auch echt ärgerlich, wenn er jetzt einreißt. Einfach hier so dazwischen mal durchfädeln. So, das Ende, das stecken wir jetzt hier irgendwo mal dazwischen. Wenn man es jetzt gleich noch sehen sollte, kann man es auch noch abschneiden. Ist ja jetzt erstmal egal. Der will gerade nicht, wie ich will. Könnt ihr auch mal verzwirbeln, wenn ihr mal eine Stelle haben solltet, wo es euch ein bisschen locker erscheint. Ja, den Friemel hier, den nehmen wir jetzt weg. So. Ich glaube, das waren jetzt auch insgesamt, muss ich mal überlegen, wer jetzt mit... Ach, das ist eine Wespe. Das ist gar keine Biene oder ein dicker Brummer. Was wollte ich jetzt sagen? Wer jetzt mitgezählt hat, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, es waren insgesamt 7 Hortensien. Da fällt mir ein, ich bin zu schnell. Hier einfach zurechtschieben. Das kann man immer noch machen. So. Dann hier vorsichtig auf das Glas stülpen. So. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich hier Aluminiumdraht am Anfang und am Ende viel zu lang gelassen habe. Dann kann man das nämlich hier festmachen. Der Aluminiumdraht, der hier auf dem Tisch rumliegt, der stammt auch noch aus irgendeinem Projekt vom letzten Jahr. Ich glaube, das war eine Drahtkugelleuchte. Ich habe die dann mit der Zeit halt irgendwann mal, dieses Jahr meine ich, abgebaut. Und ja, dann kann man die halt wiederverwerten. So, jetzt wollen wir mal schauen, das reicht. Ja, muss halt schauen, dass das so ziemlich die gleiche Höhe nachher hat. Aber ich werde mir jetzt wahrscheinlich noch etwas Aluminiumdraht abschneiden. Das kann ruhig ein bisschen tiefer. Um halt hier noch was dran zu machen und auf der Seite auch noch was dran zu machen. Mal eben gucken. Ja. Ich mache jetzt viel zu viel, ist egal. So. Vorsichtig abfriemeln. Ich forme jetzt hier so ein Häkchen.
auseinandernehmen. Na, willst du wohl? Ich habe hier so gut dran gewickelt, da will gar nichts mehr dazwischen. So. Ja, und ich hänge auch schon fest. Nochmal ein Häkchen. Machen wir mal hier dran. Ja, gehst du denn wohl bitte da durch? Danke. Mal gucken, ob wir das so einigermaßen gleich haben. Nee, so gefällt es mir noch nicht. Jetzt selber nochmal hier gucken. Können wir besser die Stelle hier nehmen. Ich möchte das nämlich so einigermaßen gleich haben mit dem Aluminiumdraht. So, nochmal drüber stülpen. Mit Ruhe und Geduld, ne? Ja, und jetzt kann man halt mal gucken, wie hoch will man das überhaupt haben. Ja. Ja, und zu dem Thema altes Glas, das hat ja auch so einen Ring gebildet im Laufe der Jahre, so eine Art Verkalkung. Ich hatte schon mal versucht, das wegzubekommen, aber es ging leider nicht. So viel brauchen wir gleich nicht. Zack. Ne, wer tiefer haben will, macht das halt tiefer. Es bleibt jetzt hier wirklich wieder jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte. Ne, immer mal justieren, dass man halt von außen auch nichts mehr da von dem Draht gleich sehen kann. Ich meine, gut, ne, wer jetzt nach innen guckt vom Glas, der wird den Draht natürlich wahrnehmen. Oder der innen in das Glas hineinschaut, so rum. Aber ist doch echt eine coole Idee. Da kommt es ein bisschen höher. Auch mal eben ab. Brauchen wir nicht. Justieren, mal gucken. Ja, das sieht doch schon mal cool aus. Und jetzt überlege ich mal, welche Kerze ich da gleich platzieren möchte. Oder eine Lichterkette, ne? Vielleicht auch eine Figur. Bleibt auch wieder, ja, jedem selbst überlassen. Ich wiederhole mich hier gerade. Aber das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ach, eine Sache habe ich noch für euch. Wenn ihr jetzt so im Nachhinein Stellen entdecken solltet, wo ihr halt der Meinung seid, ach Menno, da hätte ich noch mehr an Material einarbeiten können, dann würde ich hier so Reste vorsichtig einfach so dazwischen hineinstecken. Da ist immer ein bisschen Bindedraht, wo man das halt hineinstecken, einarbeiten kann. Oder hier so drauflegen, das geht auch. Jetzt natürlich das Ganze hier nicht hin und her schuckeln oder verwirbeln oder whatever. Dann hat man ja auch keine Materialverschwendung. Einfach mal gucken, wo noch ein bisschen Platz wäre. Oder wo ihr halt das Gefühl habt, ja, da könnte jetzt vielleicht doch noch etwas hin. Dann immer mal ein bisschen gucken. Und ja, bevor ich jetzt meine Kerze platziere, fülle ich etwas von dem Spiegelsand in mein Glas. Hat letzten Endes auch den Vorteil, wenn das Kerzenwachs mal hinunterlaufen sollte, dann ist das halt auf diesem Spiegelsand und nicht auf dem Glas. Weil ich finde immer Kerzensand, genau. Kerzenwachs von so einem Glas runterfriemeln. Ja, Spaß ist was anderes, finde ich jedenfalls. Und von daher arbeite ich da immer ganz gerne auch mit Sand oder was auch immer, ne? Kieselsteinchen. So, ich habe doch hier irgendwo einen alten Pinsel. Das hier mal eben sauber. Das Glas hat da unten nämlich auch so eine Wölbung. Ja, und letzten Endes hat das aber auch mit dem Sand nochmal den Vorteil, wenn die Kerzen jetzt nicht gerade in so einem Glas stehen sollten, dann kann man das ja auch mit diesem Sand hier einfach mal ausgleichen. So, mal eben schauen. Ah doch, das sieht süß aus, aber es könnte eigentlich noch mehr Sand da eingefüllt werden. Ich glaube, ich nehme die ganze Packung. Egal. Ja, wobei, mal eben gucken. Ja, ich übertreibe auch immer gerne, ne? Gebe ich auch zu. Das macht ja auch Spaß, so Deko-Projekte. So, mal eben Lucky. Ja, komm, nehmen die ganze Packung. Was soll's? Wenn schon, denn schon. So. Na, war noch was drin? Ja, oder man nimmt eine größere Kerze. Ne? Hätte man jetzt auch machen können. Ich habe hier irgendwo ein Feuerzeug gebunkert. Da. Machen wir die mal an. Oh, hier ist eine kleine Spinne. Ja, warte, dich retten wir gleich. Heieiei. Komm mir ein bisschen blöd an die Kerze dran. Ich sollte mir mal ein Stabfeuerzeug kaufen. Doch, also ich finde es süß. Und dann rette ich jetzt hier mal
die kleine Spinne. Na, komm her, komm. Wenn du lebst. Ah, nicht hier wegkrabbeln. Oh, ich muss mal eben schnell rausbringen. Die kleine Spinne habe ich jetzt im Übrigen erfolgreich gerettet. Ja, und mit der Zeit werden die Hortensien natürlich eintrocknen, aber ich persönlich finde, die sehen dann auch immer noch richtig schön aus. Und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal wie üblich in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!